Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Let's celebrate quality. Diese Woche ist die World Quality Week und wir feiern mit dem Podcast. Darum gibt es diese Woche jeden Tag eine neue Folge, damit du mehr Inspiration, mehr Motivation und ein paar neue Impulse hast, um Qualität zu leben und zu feiern. Viel Spaß dabei! Heute wieder mit einer Folge von der OOP 2023 in München. Mein allererster Gast auf dieser Konferenz war Urs Reubke und mit ihm habe ich über das Thema Team Alignment gesprochen. Was das Ganze mit Softwarequalität zu tun hat, welche Fallstricke es gibt, welche Metriken man nutzen kann und wie sich das im Gesamtbild des Teams und des Unternehmens einbindet. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Urs, schön, dass du da bist. Hi Richie, danke, dass ich da sein kann. Ja, das freut mich total. Wir sind ja hier live auf der OOP, diese Sommer-OOP, die Real-Life-OOP. Und du hast ja hier auch einen Vortrag, hast du den schon gehabt? Nee, der kommt erst. Morgen Nachmittag. Morgen Nachmittag. Und da geht es ja um das Thema Alignment. Genau, es geht um Alignment und um, wie man schneller abgestimmte Entscheidungen trifft, mit den Hilfsmitteln OKR insbesondere. Ah ja, hol uns da mal vielleicht ein bisschen rein. Also ich habe dir das gelesen vorher, den Abstract, und dann habe ich gedacht, das klingt toll, das hat auch was mit Software-Testern zu tun. Können wir da wahrscheinlich auch ein bisschen drauf eingehen. Aber was heißt denn eigentlich Alignment? Ja, Alignment heißt Abstimmung. Also wir sehen es oft in Unternehmen, dass die eine Ecke nach links zieht und die andere Ecke nach rechts zieht, insbesondere auf der mittleren Führungsebene, wo dann vielleicht auch noch ein gewisses Karrieredenken damit reinspielt. Und der Gedanke beim Alignment ist, dass wir uns auf Ziele fokussieren und diese Ziele dann auch angehen. Neulich hat mich ein Kollege gefragt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Alignment und Fokus? Ich habe gesagt, Alignment, das ist, wenn wir uns über die Herausforderungen einig sind und wie wichtig sie ist und dass wir sie angehen müssen und auf welche Weise. Und Fokus ist dann, dass wir uns auf eine konkrete Lösung konzentrieren und das dann auch durchziehen. Und jetzt in so einem Softwareprojekt, wie äußert sich denn das oder wie kann man denn dieses Alignment da leben? Das ist ja schon ein bisschen Richtung OKR auch gesagt. Ja. Also wie fokussiert man da so drauf? Klare Ziele setzen. Also, dass ich als Führungskraft, als Product Owner, als Projektleiter, Produktmanager, gibt ja 1000 Namen für solche Rollen, dass ich gemeinsam mit meinen Stakeholdern herausfinde, in welche Richtung soll es eigentlich gehen, Prioritäten setze und dass wir uns über diese Prioritäten insbesondere dann einig sind. Und wenn das klar ist, dann kann ich halt im Innenverhältnis, ich dann nur als Product Owner mit meinem Team oder vielleicht auch mein Team ganz alleine, die Tester im Team, die Entwickler im Team, um dieses Ziel schneller zu erreichen, Entscheidungen treffen. Das ist eigentlich der Clou bei der ganzen Sache. Sich über die großen Ziele einig sein, damit die kleinen Entscheidungen lokal getroffen werden können. Dass ich nicht als Tester jedes Mal loslaufen muss zum Projektleiter, können wir jetzt das und das machen, haben wir hierfür noch Budget, sollten wir uns diesen Fehler näher ansehen oder lieber nicht, sondern dass das eigentlich anhand der Ziele klar wird. Okay. Und wie kann sowas in der Praxis aussehen? Hast du da vielleicht mal so ein Beispiel, das wir mal durchexerzieren können? Ja, sicher. Typisches Problem oder typische Herausforderung, wenn ich Produkte entwickle, ist ja Kundenzufriedenheit. Wie gut finden meine Kunden eigentlich mein Produkt? Und das kriege ich häufig ja nur sehr lang im Nachgang raus. Dann habe ich mein Produkt gebaut und habe es veröffentlicht und dann kommt irgendjemand auf Facebook, auf Reddit und schreibt, das Ding ist ja aber nicht so der große Wurf. So, dann denke ich natürlich, na toll, hättest du mir vorher sagen können. Hätte ich mal mehr in Qualitätssicherung investiert. So, das wollen wir nicht. So, also Ziel, Kundenzufriedenheit hochziehen. Was heißt das dann für mich im Team? Naja, wir wollen auf jeden Fall besseres Kundenfeedback hinterher haben, das ist klar. Aber eigentlich wollen wir ja vorher schon wissen können, dass wir dieses bessere Kundenfeedback jetzt kriegen würden. Wir brauchen also untergeordnete Ziele oder jedenfalls untergeordnete Metriken, die uns das früher anzeigen. Und das kann dann ja zum Beispiel Dinge sein wie, wir finden weniger Defekte
innerhalb eines Sprints oder innerhalb von einem Monat als sonst, die uns als Testergruppe erreichen aus der Softwareentwicklung. Ich habe ein untergeordnetes Ziel als Team oder eine untergeordnete Metrik, die ich erreichen möchte. Und das könnte halt beispielsweise sein, wir als Testgruppe kriegen weniger Defekte aus der Softwareentwicklung direkt rübergegeben. Und dann kann ich mich fragen, wie kann ich als Qualitätssicherer, als Software-Tester mit denen zusammenarbeiten, dass die es gleich richtig bauen. Was kann ich ihnen sagen, werde ich hinterher testen, zum Beispiel, dass sie es gleich richtig bauen, also Qualität reintesten, statt hinterher Fehler raustesten. Solche Gedanken kommen da rein. Das ist eigentlich das Gleiche, was sich so ein agiler Software-Tester schon seit vielen Jahren fragt, aber nochmal unterlegt mit Metriken in dem Fall. Und was sind so typische Metriken, die man da so verwenden kann? Hast du da alles, was so in deinem großen Buch der Produktmetriken drinsteht, kann ich da verwenden. Und natürlich auch die diverse Geschäftskennzahlen. Du hast natürlich Metriken wie Pirate Metrics zum Beispiel, Attention, Acquisition, Retention und so weiter und so fort. Ich kann Qualitätsmetriken ansetzen, Anzahl gefundener Defekte, Anzahl durchgebrochener Defekte, Anzahl von außen gemeldeter Defekte, verschiedene Kritikalitätsstufen oder Prioritätsbewertungen. Ich kann natürlich auch Metriken heranziehen, die sich direkt auf mein Geschäft beziehen. Also was für einen Umsatz mache ich, wie viele Abonnenten gewinne ich und dergleichen. Das ist ja erstmal eins. Wichtig ist halt, dass es mir vorher klar ist. Also ich möchte dieses Ziel erreichen. Ich habe ein gewisses Ziel, das ich erreichen möchte. Und anhand bestimmter Metriken werde ich erkennen, dass ich dieses Ziel erreicht habe. Und diese Metriken sollte ich halt möglichst während meiner Entwicklung noch erkennen können, damit sie wirklich handlungsleitend sind. Wenn ich erst mein Produkt veröffentlichen muss, damit ich dann hinterher höre, ja, so ist es gelaufen, so ist es nicht gelaufen, dann ist der Börsenkurs runtergegangen. Ja. Das ist halt viel zu spät, dann ist er im Keller. Ja. Jetzt ist es ja bei Alignment, es geht ja darum, das ganze Team da mitzunehmen auf diese Reise. Ne? Ja, also dieses übergeordnete Ziel zu erreichen, diese Metriken, wie funktioniert denn da eine gute Abstimmung, um da hinzukommen, auch miteinander? Ne? Also es ist ja häufig so, man macht da ein bisschen Workshop und dann hören 3 nicht zu, 2 sind nicht da oder sonst was und dann ist das schon wieder im Alltag irgendwo weg. Ja. Wie kann man dem entgegenwirken, dass das auch wirklich gelebt wird und auch engagiert wird? Ja, und da sind wir bei Fragen der Führung. Also klar geht das, wenn ich einen geschickten Teamleiter habe oder vielleicht auch einen Product Owner, Produktverantwortlichen, der an sowas erinnert. Das kann aber auch jeder aus dem Team machen. Ich weiß nicht, ob du vorhin im Talk von Markus Witwer warst. Nein, leider nicht. War gar nicht für Markus, war bei Ebert Wolf. Er fragte, wer kann denn dieses Element an Führung reinbringen und die Organisation verändern? Und seine Antwort war, ja, jeder, man muss es nur tun. Ganz viel passiert Führung ja auch in der Kaffeeküche. Wenn ich mit jemandem rede und sage, hey, wir hatten uns doch darauf geeinigt, dieses Ziel erreichen zu wollen. Ich sehe dich Dinge machen, die vielleicht dem Ziel nicht dienen oder wo andere Dinge dem Ziel mehr dienen würden. Haben wir das gemeinsame Ziel eigentlich noch oder müssen wir mal wieder über unser Ziel reden? Ja. Also sich dieses Ziel hochhalten und sich trauen zu sagen, wenn man es aus den Augen verloren hat. Das passiert ja einfach. Also das kennt jeder. Man nimmt sich was vor und ist sich ganz sicher, dieses Jahr, 2. Januar, Fitnessstudio nur noch. Ja? Ja, genau. Und das hältst du 3 Wochen durch. Ja. Und dann wird der Hund krank und dann wird das Kind krank und dann wirst du krank und dann fragst du dich Ende März, warum war ich eigentlich den ganzen März nicht im Fitnessstudio? Genau. Ja. So. Und hätte zwischendurch mal einer gesagt, hey, du willst doch ins Fitnessstudio gehen, willst du das eigentlich wirklich noch? Dann wärst du vielleicht wieder hingegangen und wärst dran geblieben. Also das ist Gewohnheiten. Und jeder, der sich mit Gewohnheiten beschäftigt hat, sagt ja, lass die Gewohnheit nicht mehr als einmal durchrutschen. Wenn du sie ein zweites Mal durchrutschen lässt, dann ist schon das Durchrutschen lassen wieder zur Gewohnheit geworden. Ja, genau, ja. Ja, also das mit dem Fitnessstudio, das kann ich gut nachvollziehen. Nee, aber es ist auf jeden Fall richtig, das Ziel natürlich auch mal hochhalten und auch ja immer wieder auch zu hinterfragen, stehen wir da noch auch dahinter, ne? Also dass wir das auch noch gemeinsam vorne wegtragen, ob das jetzt ein Qualitätsziel ist oder auch ein anderes. Ne? Ja, ganz genau. Jetzt, so eine Metrik ist ja dann auch irgendwie ein Weg von dem Ziel zu was Messbaren, zu was,
wo ich dann sehen kann, okay, da tut sich was, da kann ich irgendwie was nachhalten auch, ne? Was vielleicht auch einen gewissen Formalismus braucht, das zu erheben oder immer wieder zu reflektieren. Mein Traum wäre ja, es einfach alles zu automatisieren. Ja. Dass ich das gar nicht groß von Hand machen muss und dass ich vor allen Dingen die Bauchgefühle rauskriege aus meinen Metriken. Finde ich das jetzt, das muss aufgeschrieben werden oder das muss gemessen werden oder so. Das ist ein Zielpunkt. Nee, das gibt einfach einen Algorithmus, der mir das sagt. Aber das ist vermutlich für viele Fälle von Metrik und auch für viele Organisationen nur Vision. Also irgendwie wird das Bauchgefühl immer bleiben. Ja, also gewisse Dinge. Und ist es so, dass jetzt bei diesen Zielen, wenn ich die mit Metriken hinterlege, gibt es da so eine Faustformel, also sagt, okay, man nimmt eine Metrik oder 5 oder 10? Was ist da? 5 klingt ganz gut. Ja. Also so eine Handvoll, 3 bis 5 ist was ich typischerweise empfehle. Wichtig ist natürlich, dass es auch noch jede Menge andere Metriken geben kann. Also wenn du ein Produkt entwickelst, klar, ich kann jetzt Metriken haben, die steuern mich auf mein Ziel hin und sagen, ich komme diesem Ziel näher und das ist gut. Keine Ahnung, wie viele Kilometer sind es noch bis Paris? Das ist so ganz einfach, aber genauso ist ja eine relevante Metrik, wie viel Sprit ist noch im Tank? Ist auch ganz wichtig, weil wenn ich einfach immer nur geradeaus fahre, dann bleibe ich vielleicht irgendwann auf der Strecke stehen. Ja. Wie viel Hunger haben wir? Haben wir noch genug? Wie wach bin ich eigentlich oder wie müde bin ich eigentlich als Fahrer, wenn ich jetzt auf diesem Weg nach Paris bin? Dann, das sollte ich auch alles im Auge behalten. Und das sind Metriken, die aber unabhängig davon sind, wie steht es um dieses Ziel, nach Paris zu kommen, die immer als Verbesserungstreiber oder als Gesundheitsmetriken dienen für mein Produkt, für meine Organisation, für mein Team. Die gelten unabhängig davon, die werden also auch weiterhin gelten und die balancieren ja auch das so ein bisschen, dass ich nicht zu sehr auf dieses eine Ziel hin optimiere und nur noch das im Auge behalte. Wenn ich jetzt sage, mein oberstes Ziel ist, keine Defekte mehr aus der Produktion rauszulassen, das Einfachste wäre, wir stellen die Produktion ein. Ja. Kommt keine Defekte mehr raus. Also es muss noch irgendwas geben, was das balanciert. Ja. Und diese Metrikerhebung, wenn die automatisiert ist, ist ja gut, aber ich muss ja auch als Team das irgendwie hin und wieder mich dagegen auch messen. Na? Wo bin ich denn da eigentlich? Wie sieht denn das aus? Am besten vielleicht einmal die Woche die Zahlen zusammentragen. Also wenn man es öfter macht, dann wird es riesen viel Formalismus und alle sitzen nur noch da und gucken auf Tabellenblätter und das taugt nichts. Also wenn man sich vielleicht einmal die Woche trifft und guckt, wie ist denn eigentlich unser übergreifender Stand, ein verlängertes Daily macht, wenn man sowas hat, dann kann man da auch sagen, okay, was sind eigentlich unsere Schlüsselmetriken? Was sind die Metriken, die aufs Ziel hin zeigen? Was sind die Metriken, die zeigen, wir sind ansonsten auf dem richtigen Weg? Und dann können wir darauf die Daten erheben, einmal eintragen, vergleichen, sind sie tatsächlich besser geworden als in der letzten Woche und weiter geht's. Das soll ja nicht viel Aufwand sein. Dann stellt man sich ja selbst ein Bein. Ja, und wenn dann nicht, ne? Wenn die Ernüchterung groß ist, was machen wir dann? Innehalten und gucken, was ist schiefgelaufen. Wieso bin ich plötzlich nach Cannes gefahren statt nach Paris? Also, was auch nicht schlecht ist, aber da will man vielleicht nicht hin. Ne? Genau, wo sind wir falsch abgebogen und wo ist dann die nächste Ausfahrt, um wieder auf den richtigen Weg zu kommen? Ist ja ganz klar. Natürlich driftet man mal, natürlich treibt man mal ab, natürlich geht man den Monat nicht ins Fitnessstudio und dann kann man sich halt immer fragen, okay, wo ist die nächste Gelegenheit, mich einmal am Riemen zu reißen und es wieder zu tun? Und natürlich gibt es auch immer die Möglichkeit, jetzt im Privaten mehr als im Geschäftlichen zu sagen, oh nee, es war das falsche Ziel und wir machen es jetzt einfach nicht weiter. Gerade in so einem Teamkontext sind die Ziele ja ein bisschen durchdachter und da weiß man in der Regel doch, es wird schon das richtige Ziel gewesen sein, wir müssen es bloß wieder mehr ins Auge fassen. Ja, also ich glaube, das ist ja die große Gefahr einfach, ne? Wenn man so in dem Alltagstrubel ist und dann hat man irgendwie noch andere Probleme und muss dies und jedes, hat seinen Stress, seinen Alltagsstress oder sowas, sich da auch immer wieder bewusst zu machen, wo will man denn eigentlich hin? Ne? Wo geht die Reise hin? Also dieses Bewusstmachen und immer wieder mit diesen Metriken und hinterlegen, wie weit bin ich denn da eigentlich auf diesem Weg auch gekommen? Ne? Und jetzt gibt es halt Wochen, da passiert nicht viel und dann gibt es wieder ein bisschen mehr Progress, genau. Ganz genau, ja. Und jedes Team, das irgendwie mal angefangen hat, so im Sprint zum Beispiel einen Burndown-Chart zu malen oder sowas, das wird das kennen. Wir haben ganz oft eine lange gerade Linie und dann am letzten Tag geht alles nach unten. So. Ja. Das ist ja auch eine Metrik, die ich jeden Tag erhebe. Und das
sieht natürlich erstmal aus, die wird nicht besser. Und vielleicht sind so zwischendurch sogar noch neue Items eingefallen, die wir entwickeln müssen. Oder ist die Linie sogar nach oben gegangen. So, wenn wir ein bisschen Erfahrung haben, das ein paar Mal gesehen haben, werden wir wissen, okay, meistens schaffen wir jetzt am Ende in diesem und jenem Umfang trotzdem noch. Und dann können wir trotzdem aber immer wieder darauf hinarbeiten, wie werden wir besser, Dinge schneller fertig zu kriegen, sodass die Linie vielleicht so halbwegs diagonal nach oben geht. Das ist ja, was ich eigentlich möchte. Und ja, so ist es mit allen solchen Metriken. Man muss sich halt orientieren und dazu dienen. Am Ende geht es ja darum, großartige Produkte für unsere Kunden zu bauen, fehlerfreie Produkte zu bauen, mit großartigen, innovativen Features und so weiter und nicht darum, irgendeine Metrik zu erfüllen. So, schön, dass wir uns das Ziel gesetzt haben, jetzt, dass die Zahl unter 5 ist, aber es bringt nichts. Am Ende zählt der zufriedene Kunde. Ja, genau. Ja, das ist ja immer wichtig. Und ich glaube, das verliert man manchmal auch gerade bei Metriken schnell aus dem Blick auch. Ne? Da macht man vielleicht ganz viele Metriken, die auch eher so ein Selbstzweck dann werden. Also da auch wirklich bei der Auswahl auch darauf zu achten, dass das auch immer diesen Fokus hat. Was wollen wir denn am Schluss auch wirklich damit erreichen für den Kunden, für Nutzen, für Qualität, die er dann auch spürt. Ne? Ja, ganz genau. Sonst wird es einfach von der Metrik zum Ziel selbst. Und dann löst die Metrik das Ziel ab. Das ist nicht Sinn der Sache. Wenn sich jetzt so ein Team auf den Weg macht und mal beschließt, wir machen das jetzt mal in Eigeninitiative vielleicht auch, weil es von oben nicht kommt oder sowas, wir wollen aber für uns sowas auch aufstellen. Hast du da so ein paar Tipps oder ein paar Fallstricke, auf die man achten muss, wenn man sich dem Ganzen so nähert? Zielgetriebenes Arbeiten mit Metriken im Allgemeinen. Also, was ich den meisten Menschen sagen, die mich nicht genau das fragen, ist erstmal einfach machen. Also gerade auf der Teamebene wird schon nicht zu viel schiefgehen. Wenn man in Sprints arbeitet oder in anderer Form von Iterationen. Man ist ja nach 2 Wochen wieder zusammen, kann gucken, wie hat es geklappt und sind wir auf einem guten Pfad damit oder müssen wir anpassen. Also schlimmstenfalls hat man vermutlich 2 Stunden oder 3 da rein investiert, sich das zu überlegen und es ist halt nichts geworden. Ja, aber was ich machen würde, ist erstens mir jemanden suchen, der mir das Ganze moderiert, dass ich, auch wenn wir vielleicht verschiedene Dinge im Kopf haben, die uns wichtig sind, eine Moderation haben, die uns hilft, gemeinsam dieses Ziel oder diese Ziele festzulegen. Und gerade dann, was die Messung, was die Metriken angeht, das Rad nicht neu erfinden. Es gibt genug Bücher oder kurze Übersichtsseiten oder so, die dir sagen, was haben andere Leute eigentlich an Metriken erhoben. Da sind viele gute Ideen drin. Guck einfach erstmal drauf. Was haben die gemacht? Was hat funktioniert? Und auch so in dem Bereich OKR gibt es auch viele Firmen. GitLab ist, glaube ich, eine, die da sehr, sehr populär ist, die ihre OKRs offenlegt. Glaube ich, in einem Notion-Wiki oder irgendwie so. Und dann mal gucken, was haben die eigentlich gemacht? Wie sieht das aus bei denen? Und wie ist das dokumentiert? Und ja, dann machen und sich eben auch noch bewusst machen, es gibt noch andere Dinge, die eben nicht auf das Ziel steuern. Das ist ganz wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren. Ja, also ich glaube, sich von anderen inspirieren zu lassen, das ist natürlich auch eine schöne Sache, gerade wenn Firmen das auch offenlegen. Man sieht manchmal, wenn man auf Google Seite 1 hast du vielleicht noch die 3 gleichen Beispiele, aber da mal vielleicht auch ein bisschen tiefer reingehen und zu schauen, was haben denn andere noch für Metriken oder für Ziele auch da einfach hinterlegt, ne? Und mal zu schauen, was kann ich davon für mich oder für mein Team auch mit übernehmen. Ne? Ja, genau. Und wenn es dann klappt, ist es natürlich Werbung dafür machen. Also nichts legitimiert so sehr wie Erfolg. Ja, und, klar, genau. Dann, wenn man es dann einmal ausprobiert hat, wenn man es dann einmal gemacht hat und es klappt, dann ist es cool, dann kann man darüber reden, dann können vielleicht andere auch was davon lernen. Und so, wenn es nicht klappt, können sie davon lernen, was es nicht geklappt hat. Das heißt heißt ja gar nicht unbedingt, dass man es jetzt bleiben lässt, sondern dass man dann einmal innehält, sich neu orientiert. Wieder gleicher Prozess wie im Kleinen, dann nochmal im Großen. Ja, jetzt ist es ja so, das soll ja natürlich auch dem ganzen Team als Nordstern, als Leuchtturm einfach dienen, dahinterher. Wie fasst du denn das Team? Also was ist denn das für dich? Ist das rein der Entwickler-Tester? Nimmst du dann PO noch dazu? Oder wie groß skalierst du das? Oder ist das individuell? Hängt ja davon ab, was wir bauen. Also klar ist individuell. Am liebsten natürlich auf der Produktebene, aber das kann dann schon halt sehr groß sein. Gerade wenn ich jetzt denke, ich habe dann irgendwie einen Programmmanager dabei
irgendwelche Leute, die das auf einer Ebene für 100 Personen machen. Das ist dann schon ein ziemlicher Wurf. Das ist nichts, was man gerade mal am Dienstagabend entschließt und am Donnerstag umsetzt. Ja. Das heißt, den engeren Teamkontext würde ich jedenfalls mit einziehen. Also irgendjemand, der weiß, was wollen eigentlich unsere Stakeholder, dass wir die nicht aus den Augen verlieren, ist wichtig dabei zu haben. Das Team selbst, das kann dann natürlich auch irgendwelche Business Intelligence Leute noch sein, UX-Leute. Also nicht jetzt einzelne Mitglieder des Teams ausgrenzen, weil sie irgendeinen Titel oder irgendeine Spezialisierung oder irgendeine Rolle nicht haben. Das scheint widersinnig zu sein, denn wir wollen ja als Team gemeinsam was erreichen. Es geht ja darum, dass wir ein klares und leitendes Ziel für uns alle gemeinsam haben und nicht nur wir Qualitätssicherer und Softwareentwickler. Ja. Und wenn ich dann für das Team noch einen Product Owner, einen Service Owner oder jemanden habe oder einen Coach, den wir mit dazu zählen, einen Scrum Master, den würde ich da auch noch mit reinziehen. So, und dann hast du vielleicht 10 Leute, vielleicht hast du 15. Aber das ist noch ein überschaubarer Kontext, den man mal zusammentrommeln kann und den man eventuell auch wo eine kleinere Gruppe eine Entscheidungsvorlage machen kann und einen Vorschlag und dann die größere Gruppe das einmal gemeinsam sagt, ja, das wollen wir alle. Ich glaube, das ist ein bisschen auch vielleicht der Zwiespalt oder so, den manche dann auch haben, ne? Dann quasi die verschiedenen Sichtweisen, die dann einfach notgedrungen dann auch mit reinkommen mit dem gesamten Team. Das muss man ja auch aushalten können, ne? Dass einer sagt, nee, das Ziel ist eigentlich Quatsch, das will ich gar nicht haben. So, und dann gibt die Diskussion los, ne? Und dann gibt es natürlich die ganz normalen gruppendynamischen Effekte auch im Team. Genau, das sind ja auch Riesenunterschied. Ist das Ziel Quatsch? Also im Sinne von, schadet es uns, diesem Ziel nachzugehen? Oder glaube ich bloß als Einzelner, ein anderes Ziel wäre noch besser? Und das sind ja schon mal 2 völlig verschiedene Dinge. Und wenn ich sage, naja, ein anderes Ziel wäre noch besser, gut, da können wir drüber reden, vielleicht kannst du uns überzeugen, vielleicht kannst du uns nicht überzeugen. Und wenn die Mehrheit von uns dann trotzdem der Meinung ist, nee, wir bleiben mal bei unserem ursprünglichen Ziel, auch wenn du als Einzelner jetzt findest, das ist Quatsch. Naja, vielleicht ist das Ziel immerhin gut genug, dass du dich für 4 Wochen darauf einlassen kannst, dass wir es ausprobieren. Und wenn es sich dann wirklich als Quatsch herausstellt, dann können wir immer noch umplanen und neu denken. Genau. Wir reden jetzt schon so lange über Inspect and Adapt, also immer mal wieder innehalten, neu orientieren. Das kann man auch bei solchen Sachen machen. Ich glaube auch, das ist vielleicht auch dann nochmal so die Idee, dann auch wirklich da ein Moderator oder jemand, der ein bisschen Coaching-Hintergrund hat oder sowas, da mit reinzunehmen, der einfach die Gruppe dann da auch durch so einen Prozess durchführen kann. Ne? Das ist jetzt nicht vielleicht im Idealfall immer der Abteilungsleiter oder die Führungskraft, ne? Weil da gibt es natürlich dann sofort ein paar Statusprobleme auch, ne? Sondern wirklich ein Begleiter, der als Moderator das auch mit durchbringt, gerade vielleicht die ersten Male, wo so ein Team so einen Prozess durchlebt. Ne? Ganz genau, ja. Weil du die Führungskraft erwähnt, es ist natürlich für so einen Prozess im Team total nützlich, wenn ich übergeordnete Ziele meiner Führungskraft kenne. Die muss gar nicht dabei sein, aber wenn ich weiß, meine Führungskraft würde hier das und das und das erreichen wollen, dann kann ich das ja auch berücksichtigen. Seien das Jahresziele oder irgendwelche strategischen Absprachen oder so, dann weiß ich das und das kann in mein Denken Einfluss nehmen. Dann kann ich mich immer fragen, was würde denn unsere Führungskraft an dieser Stelle entscheiden und wie kann ich in deren Sinne handeln? Das ist schon mal ein Konflikt, den ich damit abschalten kann, wenn ich dieses Wissen einfach vorher habe und bedenken kann. Ja, super. Urs, vielen lieben Dank für diesen massiven Einblick hier. Das fand ich total spannend, dann mal auch diese ganze Teamdynamik noch einmal zu betrachten, auch wie man so ein Team so ausrichten kann. Ich glaube, da steckt viel Potenzial drin, auch auf einer softeren, auf einer Teamebene, das so zu begleiten und diese Zielmechanismen auch mal bewusst zu machen. Ne? Man sagt das so oft so lapidar, ja, setzt dir da irgendein Ziel und dann kommst du da schon irgendwie hin, aber das wirklich auch mal immer wieder transparent zu haben. Ne? Was haben wir für Ziel, wo wollen wir eigentlich hin, mit welchen Metriken hinterlegt man das? Das finde ich, ist ein ganz spannender Weg, auch so ein Team auf den Weg zu bringen. Ne? Auf jeden Fall, ja. Und macht auch viel Spaß. Ja, das glaube ich. Sowohl drin als auch draußen. Und ein funktionierendes Team macht dann nochmal mehr Spaß, wenn man das einfach sehen kann, wie gut die Leute zusammenarbeiten. Genau. Und Spaß ist auch das richtige Stichwort. Ich wünsche dir noch viel Spaß hier auf der Konferenz und vor allem bei deinem Vortrag. Danke, Richie. Das wünsche ich dir auch. Bis bald, ne? Bis bald. Ciao. Ciao.